Hi Leute und herzlich willkommen. Euch ein fröhliches Glühfest. Ja, es ist wieder soweit. Am 22. Dezember feiern wir im Imperium die Luminalia. Die Luminalia leitet sich ab vom alten Banu-Brauch der Tsikti Efanga. Wörtlich übersetzt heißt das so viel wie das Fest der glühenden Lichter. Es findet in unregelmäßigen Abständen statt und die Banu entzünden zu diesem Fest vor ihren Häusern Öllämpchen, die sie brennen lassen, bis sie von selbst erlöschen. Das dauert ungefähr 2 Tage. Während dieser 2 Tage gehören alle Banu demselben Suli an. Ein Suli ist eine Art Familienverbund bei den Banu. Es gleicht aber von der Sache her eher den Gilden bei den Menschen. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss, in dem man gemeinsam arbeitet, sich gemeinsam einem Handwerk widmet. Allerdings gilt bei den Banu dieses Suli höher als die Blutsverwandtschaft. Das heißt, man arbeitet in einem Suli nicht nur zusammen, sondern man lebt auch zusammen, man lernt zusammen und man wächst auch im Suli auf. Das Tsikti Efanga stellt dann alle Banu gleich, egal in welchem Suli sie sich befinden und ob sie normalerweise miteinander konkurrieren. Zu diesem Fest schenken sich die Banu gegenseitig kleine Geschenke und besuchen sich jeweils in ihren Häusern. Dabei ist es üblich, dass die Gäste vom Gastgeber mit Geschenken überhäuft werden und dafür aber Essen, Getränke und selbst auch kleine Geschenke mitbringen. Da die Banu merkantil ausgerichtet sind, ist es dort auch durchaus üblich, dass die Sulis im Vorfeld eigene Geschenke anbieten zum Kauf, die andere Banu kaufen können und dann ihrerseits zum Tsikti Efanga wieder verschenken. Die Menschen, die mit den Banu zusammengearbeitet haben, haben dann diese Bräuche irgendwann auch übernommen. Und so wurde im Laufe der Jahrhunderte aus diesem alten Brauch das Luminalia-Fest, das Menschen und Banu mittlerweile fest am 22. Dezember feiern. Die Ausrichtung des Festes ist vielleicht etwas merkantiler geworden, als es noch bei den Banu der Fall war. Es geht heutzutage eher bei der Luminalia weniger ums Essen als um Sonderangebote und Jagd nach Geschenken, aber es ist zumindest ein schöner Brauch, der Banu und Menschen verbindet und die Gemeinschaft stärkt. Zur Luminalia gibt es auch einen 12-tägigen, so eine Art Adventskalender. Den findet ihr auf der Website von Robert Space Industries. Ich verlinke ihn euch unten in der Beschreibung. Auch wenn ihr dieses Video erst am 22. schaut, gar kein Problem. Klickt euch ruhig mal rein. Ihr könnt alle Tage bis zum aktuellen Tag einmal durchklicken und noch alles absahen, was es dort zu holen gibt. Zum Beispiel auch dieses super coole Piku der Pinguin Sweatshirt. Nutzen wir die Luminalia, um das aktuelle Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Denn im Star Citizen Kosmos ist dieses Jahr ziemlich viel passiert. Im Jahr 2952, letztes Jahr, hatten wir nur ein einziges Update. Dieses Jahr hat uns 5 Updates beschert. Wir haben es von Version 3.17 von letztem Jahr bis zur Version 3.22, die diese Woche rauskam, geschafft. Im März kam das erste Update dieses Jahr, die Version 3.18 brachte uns das lang ersehnte Persistent Entity Streaming, das dafür sorgt, dass die Spieler einen bleibenden Eindruck im Universum hinterlassen können. Dazu kam dann Salvage, also der Abbau von Schiffshüllen, um den bleibenden Eindruck gleich wieder etwas zu relativieren. Racing, das heißt, dass die Rennfliegerei hat auch endlich entsprechende Missionen und Funktionen bekommen. Weiter ging es dann mit 3.19, da haben wir das erste Tutorial für neue Spieler bekommen. Eine sehr wichtige Funktion, denn dieses Spiel hat schon eine ziemlich steile Lernkurve. Und dazu kommt ein komplettes Redesign von Lorville, der Hauptstadt von Hurston. Version 3.20 war dann ein großes Update für das Frachtbusiness mit dem Release des Schiffes Hull Sea. Unser geliebtes Port Olisar im Orbit um Crusader wurde durch die Seraphim Station ersetzt. Das kann man finden, wie man möchte. Und Arena Commander, der kompetitive Teil des Spiels, hat ein ziemlich großes Update und mehrere neue Spielmodi bekommen. Dann stand auch schon die CitizenCon an, die uns einen ziemlich coolen Ausblick darauf gegeben hat, was uns im nächsten und im übernächsten Jahr erwartet.
nämlich die neue Star Engine, vielleicht sogar der Release von Squadron 42, dem Singleplayer-Modus dieses Spiels. Denn wir haben erfahren, Squadron 42 ist Feature Complete, das heißt alles, was an Funktionen für die Singleplayer-Kampagne benötigt wird, ist implementiert. Muss jetzt nur noch durch den letzten Schliff, also es klang schon sehr hoffnungsvoll. Und wir durften einen ersten Blick werfen auf das neue Pyro-System, was dann auch im nächsten Jahr schon erscheinen soll. Kurz darauf gab es dann schon die Version 3.21 mit dem Schleppschiff SRV und verbesserten Traktorstrahlen und dazu noch neue Plattformen auf Crusader. Und schließlich erreichte uns dann diese Woche noch pünktlich zur Luminalia das 3.22 Update mit strukturellem Salvaging. Das heißt, man kann jetzt auch die leeren Hülle der Schiffe mit abbauen und tatsächlich gestrandete Schiffe komplett abbauen und wiederverwerten. Dazu kamen dann noch neue Siedlungen und wie euch vielleicht aufgefallen ist, neue Haarfrisuren. Ja, ich gebe zu, ich könnte mal wieder zum Friseur. Ich habe mir die Haare ein bisschen wachsen lassen, aber ich denke, es geht aktuell noch für die Luminalia auf jeden Fall. Ganz fertig ist das Update 3.22 nicht geworden. Es fehlt noch das Update für den Replication Layer, das ist noch offen. Da geht es einfach darum, dass alle Spieler weltweit im gleichen Universum miteinander interagieren können und nicht mehr auf die Server auf den 3 verschiedenen Regionen aufgeteilt sind. Wir sind mal gespannt, wann diese Änderung live geht und was sie uns Spielern bringt. So Leute, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn dieses Mal nicht ganz so viel Action dabei war wie letztes Mal auf der Messe. Ich wünsche euch noch ein frohes Luminaljahr, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich auch, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin einen guten Flug.